Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2 DE Titania. Ja, in der letzten Folge haben wir ja aufgehört mit dem Switchen und diese Folge fangen wir damit an, später dann noch ein bisschen Taliban appen und ja, ich würde sagen, wir sind hier gerade auf den OK-Char von Cell, also mein Mitspieler, und er hat auch ein paar OK-Truhen aufgemacht und deswegen haben wir hier noch ein paar Switcher. Deswegen werde ich die jetzt erstmal aufbrauchen und dann später gehen wir auf meinen OK-Char und brauchen da dann auch die Switcher auf. Ich würde sagen, die Switcher Plus bewahren wir uns mal auf. Und dann kaufen wir, wenn wir noch welche brauchen, auf den Lycanern ein paar Switcher. So, 10 Feuer, das ist alles Crap. Ey, guck dir mal die Body an, als ob man die gerade erst draufgezogen hätte. Ja, also das ist komplett für, ne? Ja, kurzer Cut. So, da hake ich nochmal kurz ein und zwar aus der Bearbeitung raus, denn ich habe wirklich sehr, sehr viel geswitcht und würde ich das alles zeigen, dann hätten wir, glaube ich, ein 30-Minuten-Video, so gefühlt zumindest. Deswegen zeige ich jetzt nicht mehr alles, was ich geswitcht habe, sondern mache gleich einen Cut zu dem Zeitpunkt, wo wir dann die fertigen Boni haben. Und noch ein kurzer Hinweis, und zwar habe ich am Anfang des Videos gesagt, dass wir noch einen Talisman weiterappen werden. Das werden wir allerdings nicht machen, weil das Geswitche eigentlich bei der vorigen Folge gedacht war. Allerdings wäre dann die Folgen ziemlich gleich gewesen wie die Folge davor. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, verschiebst du das Switch noch auf die nächste Folge. Deswegen nicht wundern, gleich kommt kein Talisman appen, sondern noch ein bisschen was anderes. Und ja, jetzt würde ich sagen, ich mache einen kurzen Cut zu dem fertigen Body. Let's go! So Leute, nochmal kurz 1, 2 Switcher offscreen draufgezogen und natürlich sind Boni draufgekommen, die man jetzt lassen kann. Ich zeige es euch mal. 15 Feuer, 50 Angriffswert, ja 10 MP Absorb ist jetzt für Ninja uninteressant, aber noch 5 TP Absorb und die standardmäßigen 3 KTP. Das ist auf jeden Fall nice, kann man so definitiv lassen. So, das ganze Geswitche war vor dem Update und jetzt haben wir nach dem Update und ihr seht schon, ich habe gar keine Alchemiesteine mehr. Das liegt am Update selber, weil es eine neue Reinheit gibt, und zwar die mystische Reinheit. Die ist nochmal besser als legendär und gibt auch noch andere Boni, und zwar höhere Boni als der Rubin allgemein, also der legendäre, plus stark gegen Elementar, das heißt zum Beispiel stark gegen Feuer oder sonst irgendwas. Ob ich das gut oder schlecht finde, kann ich zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Also da gibt es natürlich positive Punkte als auch negative Punkte. Zum größten negativen Punkt, denke ich auf jeden Fall, ist halt die Frage, wofür momentan. Wenn man jetzt irgendwie geschrieben hätte, ja, das ist die Vorbereitung für eventuell einen neuen Dungeon oder sonst irgendwas, also ich habe keine Ahnung, ob es da in nächster Zukunft sowas geben wird. Aber wäre da irgendwie die Vorbereitung dafür, hätte ich das definitiv zu 100% verstanden. Dann hätte ich es aber ein bisschen anders aufgezogen. Aber wenn da sowas gewesen wäre, hätte ich es ganz cool gefunden, so mit der neuen Alchemie. Weil das wäre ja dann ähnlich wie bei der Grotte. Da hat auch, als sie rausgekommen ist, hat niemand irgendwas geschafft in der Grotte. Also so gut wie gar nichts. Und ja, das wäre nochmal so eine richtig coole Herausforderung gewesen, dass man sich dann ja quasi die Alchemie machen muss, um dann in den Dungeon bestehen zu können. Aber ja, es ist halt jetzt einfach so gekommen und das war, denke ich, so der größte Minuspunkt, der mir momentan einfällt. Ich weiß halt einfach nicht, wofür. So, dann kommen wir zu den positiven Punkten. Da ist auf jeden Fall, dass man die selber nicht ausbauen muss, die Alchemie, die man jetzt hat. Das hat zum einen den Vorteil, dass man jetzt überlegen kann, okay, willst du die Alchemie vielleicht doch in einen anderen Char haben? Und dass eventuell die Leute, die dann auf die andere Alchemie umspringen, die verkaufen natürlich jetzt die Alchemie, die sie haben. Und das hat dann den Vorteil, dass Leute, die gar kein Geld so in Alchemie oder so stecken, jetzt, glaube ich, ziemlich billig gute Steine bekommen können, sodass der Standard des Servers nochmal ein bisschen angehoben wird und ja, mehr Gegner da sind, sage ich mal, ne? Das ist so der Unterschied zwischen Payern und Nicht-Payern, was näher zusammenrückt. So, ansonsten ist halt jetzt die Frage, wie gehen wir weiter vor mit dem Lycaner, mit dem Ninja und so weiter. Ihr wisst ja, ihr seht ja auch, das war schon eine richtig schnucklige Alchemie, die wir da hatten.
Und die Frage ist jetzt, setzen wir das wieder ein, weil wir wissen, okay, wir packen damit so ziemlich alles, oder gehen wir wirklich auf die mystische Alchemie mit den Set-Bonus und so weiter, kommt man da relativ schnell schon an diese Exzellenten ran. Ist halt die Frage, was würdet ihr machen? Würdet ihr die mystische einsetzen oder die normale Alchemie, die wir bisher haben? Also ich kann euch ja gerne mal zeigen. Hier, ne, der Onyx, dann Granat, ja gut, brauche ich nicht zeigen. Dann der Saphir, der Jade, der Rubin, der ist schon, der ist lecker, ne? Der ist sehr lecker. Und dann halt der Dia. Also, ja, ist halt die Frage, was würdet ihr machen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein und was haltet ihr allgemein von den Update. Also, ich finde, es ist schon ganz gut, dass man die nicht selber ausbauen muss. Also das ist wirklich ein mega Pluspunkt, finde ich. Und ja, allgemein, wie gesagt, ich weiß halt nicht, wofür das gut sein sollte. Aber ansonsten, ja, gibt Schlimmeres. Also es gibt definitiv Schlimmeres. Vielleicht für andere, die schon ziemlich lange fertig sind, ist es jetzt nochmal interessant, ein bisschen was Neues aufzubauen. Ob ich es machen werde, mal schauen. Wäre natürlich Content, den ich in den Videos bringen kann. Aber ist natürlich auch eine Menge Yang, die man dann wieder investieren muss und so weiter, wenn man denn in nächster Zeit überhaupt Alchemie auf dem Markt findet. Oder ob die Alchemie dann extrem teuer wird, ne? Ist halt so die Frage, muss man dann definitiv mal beobachten. Schreibt gerne mal dazu was in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, dann war es das für dieses Video. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie mein Reflink zu Metin 2 und mein Gaming Equipment. Ich bin raus, bis dann, Grüße, Fossi.